habe ich euch noch gar nicht erzählt. Auch spannend, auch spannend. Habt ihr mitbekommen, dass Vitalik Buterin Sam Bankman-Fried verteidigt hat? Kein Blödsinn. Der hat den verurteilten Sam Bankman-Fried verteidigt und hat sogar gesagt, Achtung, Sam Bankman-Fried, die Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, verdient, was sie bekommt, und es ist sogar gesund, eine gute Dunking-Session zu veranstalten, und zwar um wichtige Gemeinschaftswerte zu bekräftigen. Sam, der Mensch, verdient Liebe, und ich hoffe, er hat Freunde und Familie, die ihm diese geben können. Mal ganz im Ernst, Sam Bankman-Fried hat im Ganzen 8 oder 9 Milliarden Dollar gestohlen, Existenzen zerstört, Rücklagen zerstört. Keine Ahnung, wie viele Leute sich vielleicht keine Ahnung was angetan haben wegen einem Riesenverlust. Und wenn ihr von sowas betroffen seid, es gibt Nummern, an die man sich wenden kann, dann ruft diese an. Es ist wirklich kein triviales Thema. Vitalik hat für niemanden dieser Opfer Sympathie gezeigt. Für niemanden. Außer für Sam Bankman-Fried. Eine Überlegung, die es an der Stelle gibt, ist, was, wenn sein Kartenhaus auch zerfällt und er jetzt schon mal das Narrativ in die Welt schreit, was er sich dann vom Markt erhofft. Oh, Vitalik, du hast allen Menschen so viel Geld geklaut? Kein Problem, wir lieben dich trotzdem. Du als Mensch hast Liebe verdient. Ja? Wird nicht so schlimm, wird nicht so schlimm. Könnte ein Grund sein. Könnte einer sein. Man muss sich einfach fragen, warum er diese Sympathie mit diesen Betrügern hat. Der hat sogar die Entschuldigungen von SBF retweetet. Ja? Mehr als 8 Milliarden Dollar hat Sam Bankman-Fried geklaut. Macht euch sowas mal klar. Ja? Fragt euch mal, warum so eine Person so einen Sam Bankman-Fried derart in Schutz nimmt. Warum er versucht, dass der Shitstorm gegen den nicht allzu groß wird. Vielleicht, weil er Angst hat, dass er selber mal in so einer Lage stecken könnte. Wer weiß. Ja? Wenn Ethereum crasht, geht die Post ab. Ich glaube nicht mal, dass das so schnell passieren würde. Ja? Ich glaube, dass das Narrativ einfach sehr, sehr stark hochgehalten wird. Ich kann euch hier nochmal was Interessantes zeigen. Zum Beispiel hier das WEF. Ne? Ohne da jetzt mich irgendwelchen Verschwörungen anzuschließen oder sonst was. Aber eins muss man mal ganz klar sagen. Das WEF bespricht dystopische Themen für die Menschen. Ja, die Themen, die dort besprochen werden, sind ja schon fast kommunistischer Natur und schränken das freiheitliche Leben aufs Übelste ein. Ja, also das, was dort erzählt wird, wo man auch gar keine Verschwörungen drumherum stricken muss, was ganz offiziell erzählt wird, ist schon dystopisch genug. Ja, da braucht man nicht mal irgendwie, ja. Und die feiern Ethereum, ja, in allen Maßen und unterstützen das. Und warum Proof of Stake und warum der Ethereum-Merge so wichtig ist und solche Dinge. Ne, es ist einfach, man muss sich einfach klar machen, es geht hier um wirkliche Macht. In dem Moment, stellt euch mal vor, was macht ein Gut zu Geld? Ja? Dann sagen die immer, ja, Ethereum will ja auch gar kein Geld sein. Ja? Das ist ja der Treibstoff für das Netzwerk. Ja, wenn man das so betrachtet, könnte man sagen, Geld ist der Treibstoff für unsere Wirtschaft. Ja, also das ist ja einfach nur Wortklauberei. Es wird etwas zu Geld, wenn es die Eigenschaften von Geld erfüllt. Und das ist vor allem ein Tauschmittel. Du kaufst es, um dadurch andere Dinge einzukaufen. Also kann Ethereum theoretisch zu Geld werden? Natürlich. Aber was wäre dann, wenn du ein Protokoll verwendest, das einfach vor kurzem die Supply-Regeln verändert hat, auf Basis einer Governance, die irgendwo rund um die Foundation passiert. Da hat man einfach entschieden, ja, wir verändern das jetzt. Ja? Jetzt gibt es hier das Burning und hier das Staking mit rein und so weiter. Was passiert, wenn dieses Netzwerk den Menschen, den freien Menschen suggeriert, es sei dezentral, aber im Hintergrund eigentlich Mächte sitzen, die hier Zentralbank 2.0 spielen? Ja, in dem Moment unterliegt die weltweite Wirtschaft einer Riesenproblematik. Dann ist es nicht nur so, dass es so wie heute eine Federal Reserve oder eine EZB gibt, dann gibt es eine Weltzentralbank, von der wir nicht mal wissen, dass es die gibt. Das ist die große Gefahr. Das ist das große Problem. Überlegt euch, was für einen Schaden das verursachen könnte. Ja? Und genau deswegen glaube ich auch, es gibt genug Leute, die wollen, dass das weitergeht, ja? Die einfach daran profitieren. Und ob es am Ende sowas ist wie die chinesische Partei oder das WEF oder wer auch immer oder Vitalik selber oder Leute in der Foundation, die Gefahr, dass das besteht, dass das passieren könnte, die ist halt da. Egal wie gering sie ist da. Dieses Bewusstsein muss man sich klar machen. Ja? Wenn die wollen, dann können sie sich so weit anonymisieren, dass man nicht feststellen kann, dass hinter den meisten Staking-Pools die gleiche Partei steckt. Ja? Dann verteilen die einfach alles auf Tausende
verschiedene Nodes, die sie einfach mit verschiedensten VPNs betreiben, ja, dann weißt du nicht mehr, dass das alles das gleiche Unternehmen ist. Kannst du nicht wissen. Und dafür müssen sie die Coins nicht mal kaufen. Das reicht schon, dass ihr einfach bei einem Service-Dienstleister sagt, ich stake bei dir. Ich stake bei dir und dafür kriege ich Rendite. Und der die größte Rendite bietet, da staken alle. Und der hat keinen Rechenaufwand. Ja? Der kann das Ganze in einem Rechenzentrum machen. Der braucht nur einmal das Rechenzentrum kaufen. Ja? Während ihr alle eine kleine eigene Rechennode kaufen müsst, einen kleinen eigenen Server, eine Archive-Node, müsste ein zentraler Dienstleister nur einen einzigen betreiben, weil Ethereum keine Rechenleistung braucht. Dieses Netzwerk wird ohne Proof of Work betrieben. Es kann sich komplett zentralisieren, ohne Kosten zu verursachen. Genau das ist der Punkt. Und diese Problematik hat auch dazu geführt, dass sämtliche kleinere Proof-of-Stake-Netzwerke immer wieder korrumpiert wurden. Viele haben es schon vergessen. Aber wenn wir mal damals uns das ganze Thema rund um Tron anschauen, ja, da hat der Justin Sun nämlich genau diesen Mechanismus ausgenutzt, um sich an den Leuten von einem anderen Netzwerk zu bedienen. Steem war das. Steemit, ja. Das war einfach so eine Art dezentrale Block-Plattform, könnte man sagen, ja. Und da hat Justin Sun damals einfach die Steem-Blockchain gehardforkt. Und wisst ihr womit? Mit den Coins der Nutzer, die er kontrolliert hat. Das heißt, er hat diese Coins gar nicht besessen. Er hat einfach die Coins der Nutzer benutzt, um damit am Ende hier abzustimmen in diesem Netzwerk und einen Hardfork durchzuführen und hat sich dann am Ende daran bereichert und hat so einen Fund gelöst, den er an sich ausgezahlt hat. Ja, und solche Dinge sind passiert. Im kleinen Rahmen. Und das Gleiche kann im großen Rahmen passieren. Ja, das müsst ihr euch einfach bewusst machen. Proof of Stake hat diesen intrinsischen Sicherheitsmechanismus nicht. Es gibt keinen Anker in die Realwelt. Ja, wenn man bei Bitcoin Mining, wenn man das versucht zu zentralisieren, müsste man es schaffen, kosteneffizient an einer Stelle der Welt die ganze Energie zu verwenden, die es weltweit aber zur Verfügung gibt. Und genau das schützt Bitcoin. Du musst dich irgendwann ausdehnen, du musst dich territorial verteilen auf die ganze Welt. Und je größer deine Strukturen werden, desto ineffizienter wirst du. Bis zu einem gewissen Grad hast du Skaleneffekte und ab einer gewissen Größe hört das einfach auf. Dann hast du zu viele Mitarbeiter, zu viele Strukturen, zu viele Gehälter zu zahlen, zu viele Regulierungen und so weiter. Und genau das schützt Bitcoin seit jeher. Ja? Schwieriges Thema. Und am Ende liegt es an euch zu entscheiden, wie viel Risiko ihr eingehen wollt. Bei euren Investments und bei der Art und Weise, ob ihr das Geld der Zukunft kaufen wollt oder das Zentralbankgeld der Zukunft. Leider befürchte ich, dass wegen dieser leicht durchführbaren Zentralisierung die Finanz- und Machteliten Ethereum lieben und weiter pushen werden. So sieht es ja die ganze Zeit schon aus. Natürlich kann das auch regulatorisch Schaden verursachen. Wer weiß, ja? Also, mal ganz im Ernst. Sam Bankman-Fried, dass der jetzt in allen Punkten schuldig gesprochen wurde. Ja, der ist eine Galionsfigur. Und der hat die zweitgrößte jemals durchgeführte Spende an die Demokraten, an die Politik in den USA gemacht. Und der hatte vorgehabt, $1 Milliarde weiterhin noch an die Politik zu spenden. Dass das ganze Ding so lange ging, war einfach, weil der alle Politiker mehr oder weniger damit geschmiert hat. Es ist sowieso erstaunlich, dass das, was gerade mit ihm rechtlich passiert, überhaupt passiert. Und ich sage euch, da gibt es genug Leute, die die Schnauze voll haben und die auch durch dieses Zwei-Parteien-System in den USA sich gegenseitig jedes Problem nutzen, um die Gegenpartei schlecht zu machen. Also Demokraten und Republikaner. Beider Seiten. Von daher, wer weiß, wenn es jetzt hier irgendwelche Dinge ans Tageslicht kommen sollten, ob das dann wirklich glimpflich ausgeht für einen Vitalik oder so. Und wer weiß, ob dann nicht irgendeine andere Macht im Hintergrund einfach die Kontrolle übernimmt. Ich bezweifle aber, dass das Projekt wirklich ohne Vitalik noch langfristig weiter funktionieren würde. Dass es noch eine gewisse Form von Einigkeit gäbe oder sonst was. Weil das Protokoll ist in sich technisch gesehen so zerrüttet, was die Ideen angeht. Die Komplexität, die es heute hat, da blickt kaum einer im tiefen Detail durch. Ja? Das ist eine ganz kleine ausgewählte Gruppe an Entwicklern. Und im Endeffekt, nur um euch das klar zu machen, macht Ethereum mit Ethereum 2.0, seit sie auf Proof of Stake sind, technisch gesehen zur Skalierung nichts anderes als das hier. Das, was Vitalik am allermeisten am Bitcoin kritisiert hat, das Lightning Network. Und zwar eine zweite Ebene für Transaktionen zu bauen. Ist genau die Art und Weise, wie Ethereum 2.0 funktioniert. Man hat die Beacon Chain, das ist die langsame Blockchain. Das ist die Blockchain, wo die ganzen externen Transaktionen finalisiert werden. Äquivalent zu Bitcoin, der Bitcoin-Blockchain. Und dann hat Ethereum diese ganzen Charts, Roll-ups, wie auch immer sie das mittlerweile schimpfen. Und das sind nur noch ganz kleine Gruppierungen von Nodes, die untereinander in hoher Geschwindigkeit Transaktionen durchführen können und die zwischendurch auf dieser Beacon-Chain finalisieren.
Ja, das ist genau das, wie Lightning arbeitet und wie die Bitcoin-Core-Entwickler seit jeher erzählen, wie Bitcoin funktionieren sollte, auf welcher Ebene man das Protokoll erweitern sollte und so weiter. Also, wenn wir das mal auf dieser Ebene runterbrechen und zurückrollen in die Zeit, wo Vitalik noch beim Bitcoin Magazine gearbeitet hat, könnte man dann nicht einfach sagen, die Bitcoiner hatten damals schon recht und er hätte sich diesen ganzen Quatsch mit Ethereum auch sparen können, weil er jetzt eigentlich genau das Gleiche macht wie Bitcoin. Er imitiert eigentlich die Art und Weise zu skalieren, mit dem Unterschied, dass er einen Algorithmus verwendet, der dauerhaft keine Sicherheit garantieren kann, weil er keine thermodynamische Absicherung hat. Das ist, was unterm Strich bleibt. Überlegt euch, wie viel Innovation es hätte geben können bei Bitcoin, wenn er von vornherein akzeptiert hätte, dass das die Art und Weise ist, wie man ein dezentrales Netzwerk skaliert. Dann hätte ganz viel Entwicklung und Ausprobieren auf zweiter Ebene rund um Bitcoin passieren können. Er hätte ein Netzwerk wie das Lightning-Netzwerk erfinden können, was um Bitcoin herumläuft. Es hätte nur einen einzigen Unterschied gegeben. Er hätte ja sogar ein Proof-of-Stake-Netzwerk bauen können um Bitcoin herum, wo man die Bitcoins nimmt, um dort dann zu staken. Warum hat er es nicht getan? Es gibt nur einen einzigen Grund. Er hätte sich selber keine 60% des heutigen Ethereum-Bestandes auszahlen können. Er wäre kein Milliardär geworden. Das ist der Grund. Das ist der einzige Grund. Technisch gesehen hätte er das einfach mit Bitcoin bauen können. Das gesamte Ethereum-Netzwerk. Er hätte Bitcoin zum Staken benutzen können. Und dann wird der eine oder andere sagen, ja, aber dann waren ja die Coins teilweise bei den Minern verteilt und relativ zentralisiert. So? Weniger zentralisiert, wie wenn sich ein einzelner Teilnehmer 60% der Coins auszahlt? Denkt mal drüber nach. Brecht diese Dinge auf diese Ebene runter und fragt euch einfach, wer hat an all diesen Dingen am meisten profitiert? Ich finde es einfach immer auch wieder erstaunlich, wie lange sich diese Narrative halten und wie vehement sie verteidigt werden. Es bedarf so vieler Kompetenzen, zu verstehen, wie ein dezentrales Netzwerk wirklich funktioniert. Man muss technisch verstehen, was verteilte Netzwerke sind. Das ist Punkt 1. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Wir reden hier nicht nur von einem verteilten Netzwerk, wir reden von einem dezentralen Netzwerk. Und das sind unterschiedliche Dinge. Ein verteiltes Netzwerk kann durch eine Partei, durch eine Person kontrolliert sein, die einfach an 20 Stellen der Erde Server hat. Das ist dann verteilt, ein verteiltes Netzwerk. Ein dezentrales Netzwerk hat keine zentrale Partei, die es kontrolliert. Und um Dezentralität dauerhaft oben halten zu können und um zu verstehen, wie das funktioniert, muss man ökonomisches Verständnis haben. Und zwar nicht, dass die Fiat-Ökonomie, die unsere Zentralbanker feiern, die es seit Keynes gibt, der von einer meisterhaften Täuschung spricht, wenn man seine eigene Bevölkerung beraubt und damit Krieg zu führen. Nein, ich rede von Ökonomie, die einfach nur versucht, menschliches Handeln nachzuvollziehen und festzustellen, wie eine Gesellschaft funktioniert und was der Bedarf der Menschen ist. Und die eigentlich nur dafür da ist, dass wir Menschen in einer sozialen Interaktion miteinander leben können und feststellen können, der Mensch handelt und uns beobachten und feststellen können, was andere wollen. Und diese Ökonomielehre, die österreichische Ökonomielehre, die in Kombination mit dem technischen Verständnis und in Kombination mit dem physikalischen Verständnis und in Kombination mit der Mathematik macht das Bild rund und erklärt, warum ein Proof of Stake langfristig mit ziemlicher Sicherheit nicht sicher sein kann. Und das ist eben genau die große Problematik. Und das ist auch genau die nötige Kompetenz, die ein Satoshi Nakamoto damals zu den Cypherpunks getragen hat, um sowas wie Bitcoin überhaupt zu erstellen. Weil diese ganzen Versuche, die Cypherpunks vorher hatten, ein dezentrales Netzwerk zu bauen, sind gescheitert. Alle Versuche, die es gab, ein Geld zu bauen, welches nicht durch eine zentrale Partei korrumpiert werden kann, sind gescheitert. Satoshi hat das Wissen über die Ökonomielehre mit dazugegeben und genau dadurch ist Bitcoin entstanden. Und er hat das gut geschaffen, was die höchste Nachfrage überhaupt hat. Und mit jedem Mal, wenn Menschen sich für Bitcoin interessieren und Teil dieses Netzwerks werden, wird es sicherer, dezentraler und besser. Und ich würde nicht mal sagen, dass es dezentraler wird, weil auch hier würde ich den meisten Menschen widersprechen. Dezentralität ist kein Spektrum. Viele sagen, Dezentralität sei ein Spektrum. Etwas kann mit der Zeit dezentraler werden. Das ist Quatsch. Es gibt genau zwei Zustände. Zentral oder dezentral. Entweder gibt es einen zentralen Eingriff oder es gibt ihn nicht. Das ist so wie die Frage nach Leben und Tod. Man kann nicht sagen, der eine ist toter als der andere. Und der andere ist lebendiger als der andere. Man kann sagen, der andere ist gesünder als der andere. Ja, okay, da mag es Abstufungen geben. Aber zwischen tot und lebendig gibt es genau diese beiden Aspekte. Und bei Dezentralität genauso. Entweder gibt es eine Partei, eine Person, irgendwen, der das Netzwerk kontrolliert, oder es gibt sie eben nicht. Und in dem Moment, wo man einen DAO-Hack rückgängig macht,
ist die Dezentralität schon bewiesen gebrochen. Das ist auch kein Spektrum, über das man da redet. Das war ein aktiver Eingriff. Diese Problematik verstehen viele nicht. Ab wann ist ein Netzwerk dezentral? Wenn es 10 Nodes hat, 100 Nodes hat, 1000 Nodes hat, was bringt das, diese Anzahl zu zählen, wenn alle Nodes unter der Kontrolle einer einzigen Partei sind? Das bringt nichts. Also entweder haben wir einen physikalischen Beweis, der ohne Vertrauen Dezentralität garantiert, Proof of Work, oder wir müssen davon ausgehen, dass unter Umständen das Netzwerk nicht dezentral ist. Die beiden Optionen gibt es. Es gibt keine anderen Optionen. Das eine funktioniert mit Vertrauen. Wir müssen hoffen, dass eine Partei nicht die meisten Coins hat. Und das andere gibt uns durch die physikalischen Grundgesetze die Sicherheit, dass keiner es alleine kontrolliert. Das ist der Unterschied. Das eine Netzwerk basiert wieder auf Vertrauen, das andere basiert auf Beweis. Und es geht noch weiter. Wir können das runterbrechen. Habt ihr euch schon mal über AI Gedanken gemacht? Viele sagen dann, ja, was, wenn eine AI anfängt, Bitcoin zurückzurechnen und Mining und so? Ja, nichts passiert, weil die AI hat ja selber nur begrenzt Rechenleistung zur Verfügung. Sie müsste ja Mining betreiben. Eine AI wird für Bitcoin nicht gefährlich. Wisst ihr, für wen eine AI gefährlich wird? Wenn ihr eine Ethereum-Node startet, dann ruft diese Node ins Netzwerk und sagt, schickt mir irgendwer bitte die Ethereum-Blockchain mit allen Transaktionen. Und dann bekommt ihr diese Blockchain. Und auf dieser Basis arbeitet ihr als Nutzer weiter. Woher wisst ihr, dass das die echte Blockchain ist? Das wisst ihr nicht. Ihr könnt das nicht verifizieren. Ihr könnt dann sagen, ja, ich frage mal bei Infura nach oder so, bei diesen ganzen großen Dienstleistern, die sowieso die Hälfte des Netzwerks betreiben. Ja, aber dann müsst ihr denen ja vertrauen, Infura vertrauen. Das ist doch das, was wir durch die Blockchain eliminieren wollten, dieses Vertrauensproblem. Dann sagt ihr, dann fragen wir Vitalik. Ja, dem soll man auch nicht vertrauen. Wie findet ihr heraus, dass ihr auf der echten Blockchain seid? Ja, dann gehen wir zurück bis zum DAO-Hack. Ja und? Wenn kein Proof of Work hinter dieser Blockchain steckt, was wäre denn, wenn eine AI einfach das ganze Netzwerk gefaked hätte? Voll mit Transaktionen, sich einfach ausgedacht hätte. Innerhalb von einer Stunde, bap, eine vollgeschriebene Ethereum-Blockchain. Bap, noch eine Stunde, noch eine. Auf einmal gibt es da draußen 10.000 Ethereum-Netzwerke. Woher weiß eure Node, welches das echte ist? Alle Transaktionen sehen aus wie echte Transaktionen. Da gab es CryptoKitties und Apes und andere NFTs und diesen ganzen Quatsch. Sieht alles echt aus. Woher wisst ihr, dass ihr nicht das Ethereum-Netzwerk einer AI verwendet? Ihr wisst es nicht. Ihr braucht Vertrauensparteien. Gegenfrage. Woher wisst ihr bei Bitcoin, dass ihr die echte Blockchain habt? Ganz einfach. Ihr schaut in die Difficulty. Und wenn ihr seht, da ist eine Difficulty, die mehrere Exahashes an Rechenleistung braucht und die wird weiterhin gefunden, dann könnt ihr euch sicher sein, das kann keine zentrale Partei, das kann auch keine AI faken. Das geht nur mit echter physikalischer Leistung. Dann wisst ihr, ihr seid im echten Netzwerk. Boom, Vertrauenspartei eliminiert. Versteht ihr jetzt, warum Proof of Work so wichtig ist und warum es die einzige Art und Weise ist, ein dezentrales Netzwerk zu erzeugen? Ethereum ist nicht trustless. Und wenn ein Netzwerk nicht trustless ist, dann ist es nicht dezentral. Punkt. So sieht's aus. Ich habe so viele Jahre für diese Erkenntnis gebraucht. Ich habe so viele Jahre gebraucht, bis ich an diesem Punkt war. Ich habe selber so viele Jahre diesen Content gemacht und gedacht, ja klar, ein dezentrales Netzwerk und verteilte Nodes und Proof of Stake kann schon sicher sein. Ich musste so viel sehen, so viel lernen, so viel Ökonomie lernen, so viel Physik lernen, um an diesen Punkt zu kommen. Wisst ihr, was das Schöne ist? Keiner von euch muss mir glauben. Niemand. Ihr könnt es alle selber verifizieren. Das ist das Schöne. Ihr braucht kein Vertrauen dafür. Verifiziert es selber, macht euch Gedanken.